und willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter One. So, was erst nach einem ziemlich einfachen Fall aussah, wird jetzt noch ein bisschen komplizierter. Mal schauen, ob The barracks are off limit to civilians. Zivilisten dürfen nicht betreten. Ja, danke. Das heißt, ich muss mir jetzt schon wieder verkleiden, ja? Als... Nee, da will ich nicht hingehen. Die hauen mich. Wenn ich da hingehe, werde ich gehauen. Das will ich nicht. Habe ich Matrosenkleidung? Nee, ne? Polizei, aber keine Matrosen. Okay, das passt. Wir haben ja hier direkt ein Geschäft, wenn wir die Kreuzung laufen. Wenn wir mit unserem dicken Pöppes nicht irgendwo hängen bleiben. Was hier? Ach, mein Lieblingsladen ist das. Don't pass by. Welcome. Let's pick something that suits you. Hm. Schauen wir mal. Hast du auch Matrosendinge? Was ist das? Okay. Matrosen. Da, ne? Das ist Matrose. Ausleihen. Matrose. Nee, tatsächlich Hüte haben wir keine. Wir gehen als geschminkter Matrose rein. Das fällt bestimmt nicht auf. Be careful with what you've taken. Jo, sind wir. Ja, schauen wir mal. You aren't here to relieve me from duty, are you? Oh well. Okay. Oh. Hi. Could you help me? Ah, I know this. Yeah, let me help you. Danke. Informationen über das Opfer. Er war als Schürzenjäger bekannt, kehrte sich jedoch vor kurzem von seinem freizügigen Lebenswandel ab, da er die richtige gefunden zu haben glaubte. Wo hat er gelegen? Kannst du denn auch noch was dort über ihn erzählen? Die darüber? May I ask for your assistance? Ah, I know this. Yeah, let me help you. Nice. Warum kann er nichts? Kennen dieses Adler-Symbol vom Haus des Adlers. Auf Befehl von General Ridley müssen Konflikte mit dem Osmanen und insbesondere mit der dort lebenden Familie tunlichst vermieden werden. Die Marinesoldaten scheinen darüber nicht sonderlich erfreut zu sein. Scheint es ja noch weiterzugehen. Ridley's blood is on Ottoman hands. I just know it. Okay. Herausfinden, was die Matrosen vorhaben. Ermordung des Hauptmanns. Abgehen. Ja, eine Vergeltung üben. Ja, ich weiß. Also, komm noch mal. Ridley's blood. Ungehorsam war richtig. Abgehen war es nicht. Nein. Vergeltung.
die? Nein. Der Befehlshaber ist nicht okay. Marine, Soldaten in Aufruhr. Ich wurde zufällig Zeuge eines Gesprächs aufgebrachter Marinesoldaten, die nach der Ermordung des Corporals das Gesetz am liebsten in die eigene Hand nehmen würden. Ihr Befehlshaber mahnt jedoch zur Ruhe. Could you help me? I don't know, but I'm sure there are others who'd be glad to help a fella in uniform. Die Schuhputzer? Is this familiar to you? I'd help you if I could, but I know nothing. Okay. Ja, ich höre ja schon auf. Menno. Lass mich doch. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben eigentlich gar nichts. Wir könnten einen fragen, ob sie was über die Schlüssel wissen, aber ich gehe nicht davon aus. Can I ask you a question? I'd help you if I could, but I know nothing. Leute, wo ist sein Bettchen? Geht's hier noch weiter oder ist da Ende? Hoppala! Hier geht's noch weiter. Schau mal einer an. 4. Nice. A room after my own heart. A little austere for my taste. Dann weiß ich nicht, woher. Ne? Okay, Kratzer. Das There are scratches on the floor. The locker was moved. wurde verschoben, ja. Brief vom General Ridley. Mein Sohn, du weißt, dass unsere Herrschaft über Cordona auf 3 Säulen fußt. Unsere Truppen und Schiffe bilden 2 der Säulen. Die 3. Säule, ob es dir gefällt oder nicht, ist das Haus des Adlers. Wenn man auch nur eine dieser Säulen entfernt, stürzt alles in sich zusammen. Ich fordere dich daher auf, dich endlich am Riemen zu reißen und wie ein Ridley zu benehmen. Ich habe lange genug über deine frivolen Eskapaden hinweggesehen. Mir kam zu Ohren, dass du dich auf der Suche nach amorösen Abenteuern in der Altstadt herumtreibst. Das muss aufhören und das zwar sofort. Die Osmanen folgen ihren eigenen Gesetzen. Solange wir diese Gesetze respektieren, wird unser fragiler Frieden halten. Enttäusche mich nicht. Being the son of a general must be difficult. Rise all the way to the top. Make me proud, son. Was haben wir denn da Hübsches? 2 tickets to London. Would have been a very different ending for the corporal's story. That's quite a hefty sum. Enough to start a new life. Janens Brief. Seit unserem letzten Treffen muss ich immerzu an die kurze Zeit denken, die wir miteinander verbracht haben. Aber dieser Traum verwandelt sich immer mehr in einen Albtraum. Ich bin voller Angst, dass jemand etwas herausfindet. Ich weiß, was ich zu dir gesagt habe, aber mir ist klar geworden, dass ich mich getäuscht habe. Ich möchte nun doch gemeinsam mit dir das Leben leben, das du mir in Aussicht gestellt hast. Ich bin bereit, alles hinter mir zu lassen und mit dir zu gehen. Ich warte auf dich im Morgengrauen in unserem Haus. Benutze den Eingang, über dem sich kein Adler befindet. Die Diener erwarten eine osmanische Frau mit dem Tuch, das ich dir gegeben habe.
euch. -2, 1, 2. Was ist das denn? Okay, ich muss einmal kurz wissen, was das macht. Oh. Brauche ich aber nicht. Ich habe es gerade gesehen. Moment. Genau, das wollte ich umkehren. Das -1. Und jetzt die zusammen. Und fertig. Todes im Halstuch. Es handelt sich dabei um ein osmanisches Tuch mit einem aufwendigen Adlermuster. Das Tuch ist voller Blut. Mit der richtigen chemischen Lösung kann ich vielleicht die Flecken entfernen, ohne den Stoff zu beschädigen. Es gelang mir, das Blut vom Tuch zu entfernen. Ich kann es nun als Verkleidung nutzen. Also, ich warte auf dich im Morgengrauen. Benutze den Eingang, über dem sich kein Adler befindet. Die Diener erwarten eine osmanische Frau mit dem Tuch, das ich dir gegeben habe. Krieg ich hin? Aber wo muss ich dafür hin? Okay, das kann ich, glaube ich, als osmanische Frau hinkriegen. Herauszufinden. Dann gehen wir nochmal raus. Nee, ich will nicht in die Flucht. Ich will hier raus. Nach Hause. Gehen wir nochmal zu unserem Freund, dem Verkäufer. Don't pass by. Welcome. Well, let's pick something that suits you. Dann komme ich jetzt gleich als Frau Röder raus. Habe ich auch eine Frau. Osmanen. Ausleihen. Kann ich nicht. Warum kann ich die nicht ausleihen? Oh. Also kaufen wir den. Egal. So viel Geld habe ich dann auch noch. Nee, elegant. Muss ich mich schminken? Oder kann ich auch als sehr maskuline Frau rein? Kann ich wieder nicht. Muss ich wieder kaufen. Mann, ey. Be careful with what you've taken. Ja, bin ich. Okay, wir müssen aber jetzt auch noch Garderobe. Wo haben wir das denn? Da haben wir es. Da hätte ich mich auch nicht schminken müssen, aber okay. Aber wo müssen wir hin? Das ist jetzt die andere Frage, ne? Hinweis. So. Can you satisfy my curiosity? No, I've not heard about that. Sorry. Ach, genau. Hier ist auf Glück ein Haus mit Adlern finden?
my love. Oh, I'm so... Who are you? Where's Mark? Answer me or I'll call for help. You will do no such thing, Jalen. We both know it. How do you know my name? And why are you wearing this scarf? What has happened? A flood of questions, but I only have one answer. Mark Ridley is dead. No. This cannot be. You're lying. Tell me you're lying. Keep your voice down, miss. I don't have time for a lady's hysterics. Mark has been murdered, and I believe that the murderer is part of this house. No. It was a secret. We were meeting. How could anyone find out? The truth always comes out one way or another, but enough of this. Tell me, have you seen anything suspicious here? No, I heard the servants talking about blood near the main entrance, but I didn't think... This is too much for me. I can't. Why did you have to be so mean to her? I wasn't mean. Now is not the time for pity. Is that you or your reptilian brain talking? Wir waren nicht so stoffwahnsinnig. Wo haben wir denn hier mal das Blut? Aber wo führt Blut hin? Also er ist hier reingekommen. Doch nicht. Wo ist denn hier noch mehr? Von dem roten Zeug. Ach, warte mal, muss ich was anderes? Ja, natürlich muss ich was anderes. A bloody trail. Let's see where it leads. Wohin? Wohin geht's? Natürlich in den Waschraum. A pile of fresh clothes. How convenient. All soaked in blood. Well, a fresh shirt is as good a lead as any. So, think you can identify the killer on the first try? Huh. Do you doubt me? Wollt ihr mich ärgern? Wie soll ich das denn jetzt gerade machen? Identifiziere den Mörder beim ersten Versuch. Das ist hier nichts, ne? Ui. Also muss ich... Kleidung. Verwundet.
Ausschlag. Schuldgefühl oder gestresst. Da ist eine Wunde. Messer fehlt. Da bleibt dem Gutsten aber nicht mehr viel über, ne? Ich fand den Täter im Haus des Adlers seiner verzierten Messerscheide nach zu urteilen gehört. Er zur Familie. Unter seinem Hemd trägt er einen blutigen Verband und die Messerscheide ist leer. Was darauf schließen lässt, dass er der Mörder ist. Aufgrund des Kampfes wirkt er noch sehr aufgewühlt. Er versucht es zu verbergen, aber die Körpersprache verrät ihn. Nach seiner Tat scheint sich nun sein Gewissen lautstark zu Wort zu melden. Seine Körpersprache verrät, dass er von starken Schuldgefühlen geplagt wird. Ja, würde ich sagen, irgendwie Schuldgefühle oder gestresst. Ich denke mal Schuldgefühle. What are you staring at, you crazy woman? Ihnen etwas zu sagen oder ihn konfrontieren? So, here you are. The wounded eagle in its eyrie. What the hell? An Englishman here? Why are you wearing a dress? I hate to interrupt you while you're struggling with your conscience. Perhaps you ought to have made peace with it before doing the deed. My conscience is perfectly clear, Brit. Do you have any idea who you're talking to? Indeed I do. You are the obedient son of this house. Obedient and wounded. But let me explain. I am Osai, son of Hassan. You are on my father's property, and you better stop all this jabbering nonsense. My name is Sherlock Holmes. I have every reason to believe that you were involved in the murder of Mark Ridley. Are you accusing me? Entschuldigung, was diente als Tatwaffe? That's right, I am. I recovered the murder weapon. It bears an eagle crest, the same crest that is so proudly displayed within your house. And a proud house we are. My father speaks for all Ottomans on this island, remember that. Regrettably, I failed to detect much pride in the callow way you ambushed the corporal. Welche Gelegenheit ermöglichte die Tat? It couldn't have been very comfortable for you inside that chest, waiting to catch the corporal off guard. Couldn't you find a better place to hide? You're a fine one to talk of tactics. You're dressed as a woman. If you'll pardon the metaphor, he was a fishbone that became lodged in your throat. You had a strong motive to see him dead. Welches Motiv lag der Tat zugrunde? Oh mein Gott. Das da denke ich mal. At the heart of this crime is a woman, Jalen. I wonder who she might be to you. Your wife? Unlikely. Your sister? Enough! Don't you dare say a word about my sister. It was he who led her to sin. That son of a dog, Mark Ridley. He spat on our traditions and brought shame to our family. His father promised us peace, but I knew how it would be. You feed the crow, it tears your eyes out. So you risked the peace to right your honor. I had no other choice. Not that you'd understand, Brit. I believe peace between our people to be more important than this terrible incident. You want peace? Well, then stay away from my family and never speak of this to anyone. I won't say a word to the police. It will only complicate matters. There is no need for further bloodshed. You're not so stupid after all. Now get out. Wahrscheinlich falsch, aber... Na? Neuer Eintrag in Johnston. Scharfer Verstand und eine scharfe Zunge. Das war eine detektivische Meisterleitung. Wieder einmal hat Sherry mich beeindruckt. Okay.
Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And by extension, a poor day to take a bullet. Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend. The sweet sea air, the calming whisper of the waves, it's a salve for all ills. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. You mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, mister. It is not my place to say. Not your place. Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. We're done. Dafür was. Okay, wir gucken uns das Ganze hier an. Allerdings könnten wir das auch erst beim nächsten Mal machen. Wow, schicker Anzug. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ihr lasst gerne ein Like da. Falls ihr es noch nicht habt, doch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye.